Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Nachdem das Video von Revell relativ gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, mach doch einfach in dem Stil weiter und daher schauen wir uns heute Tamiya ein bisschen näher an. In diesem Video erwarten euch daher wieder ein paar Hintergründe zu dem Unternehmen und natürlich gehen wir den Fragen wieder nach, warum ist für den einen Tamiya die super Firma und für den anderen eher nicht. Also, bis gleich! Ja, so wie letztes Mal bei Revell schon, muss ich auch heute wieder meinen Klugscheißer-Modus aktivieren. Das machen wir jetzt. So. Stark. Ja, und dann tauchen wir ein bisschen ein, wieder in die Geschichte der Firma Tamiya. Heute kennt man ja die Firma hauptsächlich als Modellbau, Plastikmodellbauhersteller und natürlich Hersteller von RC-Modellen. Aber als Modellbaufirma gibt es Tamiya erst seit 1946. Die Firma selber ist schon älter und wurde ursprünglich als Tamiya Shoji von einem gewissen Herrn Tamiya Yoshihō gegründet. Meine Japanischkenntnis ist auch nicht so super, ich weiß. Eben, das Unternehmen gibt es schon länger, nämlich in den 30er Jahren, und damals war das eigentlich ein Transportunternehmen für Holz. Jedoch ist diese Firma oder dieses Unternehmen 1945 abgebrannt. Ihr könnt euch sicher schon vorstellen, warum. Ja, allerdings hat der Herr Tamiya seine Firma wieder aufgebaut. Und 1948 hat er dann angefangen, neben dem Holztransport auch Holzmodelle zu verkaufen. Ja, das hat ganz gut funktioniert so nebenbei, bis dann 1951 die Firma wieder abgebrannt ist. So viel Pech muss man mal haben. Aber der Herr Tamiya war fleißig und hat die Firma wieder aufgebaut, hat aber dann diesen ganzen Holzhandel und Holztransport weggelassen und hat sich wirklich nur aufs Modellbauen konzentriert. Das war dann so ein Riesenerfolg, dass er halt durchgestartet ist mit seiner Firma, und ja, dem Erfolg gibt ihm recht. Ne? Der Gründer, der Herr Tamiya, ist 1988 gestorben. Was aber nicht heißt, dass dann irgendeine Investorfirma oder so übernommen hat. Nein, auch heute ist die Firma immer noch in den Händen der Tamiya-Familie, und das hat in Japan auch so Tradition. Da sind viele Firmen immer noch ein Familienunternehmen. Ja, das war es auch schon wieder für den Klugscheißer-Modus. Den schalte ich jetzt wieder aus. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen zum modellbauerischen Teil über. Wie schon in der letzten Folge möchte ich auch heute wieder Plus- und Minuspunkte aufzählen und der Frage nachgehen, warum ist der Hersteller so beliebt und warum mögen ihn einige überhaupt nicht. Fangen wir doch mal mit den Vorteilen an. Und da sticht jetzt natürlich gleich einmal das riesige Sortiment oder diese riesige Auswahl an Modellen heraus, die Tamiya hat. Angefangen von ihren Schiffen in 1:700, Stichwort Waterline, über Militär in 1:35, 1:72, 1:48, Zivil 1:24 und Rennsport in 1:12 und 1:20 und natürlich die Motorräder bis zu 1:6 ist alles dabei. Natürlich möchte ich da auch noch den RC-Bereich erwähnen, aber den kommt bei mir jetzt weniger zum Zug, weil da habe ich überhaupt keine Erfahrung damit. Aber ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von euch, wer sich da mit Tamiya schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der sieht auch da diese Riesenauswahl. Natürlich haben sie ja dort ihre Spuren hinterlassen, sie haben dort da Standards gesetzt. Das beste Beispiel ist der Tamiya-Stecker. Ja, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Plastikmodellbau.
weil ja, da beschäftigen wir uns ja hauptsächlich da auf diesem Kanal damit. Und da ist natürlich ein großer Punkt die Detailtreue. Der Herr Tamiya hat sich das schon sehr bald auf die Fahne geschrieben, dass er quasi das Original so detailgetreu wie möglich im kleinen Maßstab abbilden möchte. Das hat speziell in den Anfangsjahren die Firma Tamiya von den anderen Modellbauherstellern deutlich abgehoben und hat natürlich zum großen Erfolg beigetragen. Natürlich haben andere Hersteller dann nachgezogen, logisch, wenn einer einen Standard setzt, müssen die anderen nachgehen. Aber es ist auch heute noch ein Faktor, der diese Firma bei sehr vielen Modellbauern beliebt macht. Dazu kommt dann noch der zweite große Pluspunkt aus meiner Sicht, und das ist die durchdachte Bauweise. Sie haben viele Bausätze mit Teilen, die sehr komplex ausschauen. Aber wenn man dann die Bauanleitung sich anschaut oder das Teil dann vor sich hat oder die Einzelteile, lassen Sie sich diese komplexen Teile relativ einfach bauen. Und genau aus diesem Grund ist die Firma Tamiya auch für Einsteiger sehr zum Empfehlen. Da gibt es auch wieder so ein kleines Stichwort, das nennt sich Schüttelbausatz. Wer diesen Begriff noch nie gehört hat, schweife ich ein bisschen ab. Darunter versteht man eigentlich nichts anderes, wie dass man den Bausatz nimmt, Deckel wegnimmt, Kleber reinschmeißt, Deckel wieder drauf, dann schüttelt man ein bisschen und dann fällt das fertige Modell raus. Ist natürlich alles Quatsch, geht nicht, aber ich glaube, ihr versteht den Sinn dahinter, was man damit meint. Dazu kommt dann noch der nächste große Punkt, und zwar ist das ganze Zubehör. Tamiya hat ja über Werkzeug, Arbeitshilfsmittel, Airbrush natürlich auch und ein riesen Farbsortiment ist ja Wahnsinn. Also sie haben da extrem viel, haben auch da diverse Standards gesetzt. Ja, spezielles Farbsortiment sticht da natürlich raus. Ich kenne jetzt keinen Modellbauhändler, der nicht irgendwas von Tamiya hat. Speziell jetzt die Farben, also die sind meistens immer dabei. Ja, und da jetzt alles aufzuzählen, das wird auch wieder diesen Rahmen des Videos sprengen. Wegen dem überlasse ich das anderen oder irgendwann in späterer Folge mache ich dann selber was drüber. Aber da gibt es wirklich extrem viel. Also sie versuchen da wirklich alles abzudecken. Ja, und wo es natürlich, wo die Sonne scheint, gibt es auch Schatten. Kommen wir doch zu den Nachteilen. Warum lassen jetzt viele Modellbauer Tamiya Bausätze im Regal liegen? Ja. Und da ist auch ein großer Kritikpunkt natürlich der Preis. Dazu habe ich einmal ein kleines Beispiel rausgesucht. Jetzt, was mich selber betroffen hat, vor einigen Jahren ist ja der Red Bull RB6 auf den Markt gekommen. In 1:20, ne? Und der hat da in der Schweiz 100 Franken gekostet. Ja, kein Rappen mehr, kein Rappen weniger. Ist ja eine Menge Holz, aber ich wollte den unbedingt haben, ich musste diesen Bausatz haben und habe natürlich frech beim Händler auch nachgefragt, warum ist der so teuer? Als Antwort habe ich dann relativ plausibel natürlich Folgendes bekommen: Er muss sich nach dem Einkaufspreis richten, logisch, ne? Gibt es ja eine Marge drauf. Er muss ja dran was verdienen, das ist klar, das verstehe ich. Ich arbeite selber im Einzelhandel. Dann kommt natürlich nur dazu, dass Tamiya für Red Bull Lizenzgebühren abgedruckt hat. Darf man auch nicht vergessen. Das müssen andere Hersteller ja auch, sobald da irgendwelche Werbeaufkleber drauf sind, muss man da die Lizenzen haben. Und ich bin dann natürlich zu Hause ein bisschen ins Internet, also ich habe den Bausatz dort gekauft, keine Frage, aber ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, wie der Preis so bei anderen Händlern ausschaut, und der war plus minus rüber gleich. Also da sind wir dann so in ganz kleinen Abweichungen, aber so um die 100 Franken. Und ja, da habe ich mir dann eigentlich gedacht, ja okay gut, es ist klar,
es gibt, der Händler muss auch was dran verdienen, es gibt die Lizenzgebühren, aber schlussendlich ist es auch der Hersteller, der den Preis angibt, und da kommt natürlich Tamiya dann mit solchen Preisvorstellungen nicht so gut weg und macht sich da auch nicht wirklich Freunde. Anderes Beispiel ist, dass Tamiya in den letzten Jahren ihre 1:12er Formel 1 Autos immer wieder oder neu auflegt. Neu dabei ist eigentlich nur die Bauanleitung, der Dekolbogen, die sind auch neu, weil teilweise Zigarettenwerbung wegfällt, und ein kleiner Edelstahlbogen liegt dabei mit Gurtmaterial, Lüftungsgitter und ab und zu sind Bremsscheiben dabei. Der Guss selber, also die Gussäste, die sind gleich. Aber rechtfertigt es jetzt einen teilweise saftigen Preisaufschlag von bis zu 30 Franken oder halt 20 bis 30 Euro? Ich finde nicht. Weil es zu diesen Kits teilweise von Drittherstellern ja schon Ätzteile gibt, die, wenn man sich das ausrechnet, deutlich günstiger sind. Und dann verstehe ich das nicht, warum. Und teilweise auch noch umfangreicher sind, diese Dritthersteller Ätzteilbögen. Ja, also auch da macht sich Tamiya nicht so beliebt, auch bei den eingefleischten Tamiya-Fans kommt es teilweise ein bisschen zwiegespalten an. Der nächste Punkt, den ich auch über die Jahre hinweg immer wieder beobachten habe können, und das ist auch für mich ein Grund, warum Tamiya nicht so weit verbreitet ist ganz simpel, es ist die Verfügbarkeit. Ich habe das ja im Video zu Revell schon erwähnt, dass diese Firma da der Platzhirsch ist, speziell im Spielwarenhandel, und durch ihre Marketingstrategie oder ihr Auftreten auf dem Markt natürlich andere Hersteller aus den Regalen verdrängen. So auch Tamiya ist ja Konkurrent. Jetzt speziell für Kinder und Jugendliche, deren erster Berührungspunkt diese Spielwarenläden sind und die keine Bestellungen über das Internet machen können oder dürfen, die können sie also dann keine Tamiya-Sachen kaufen. Also kommen wir mit der Firma eigentlich gar nicht in Berührung, und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn man sich mit einer gewissen Firma, also mit einem Hobby, mit was angefangen hat, dann zieht man das in der Regel auch weiter. Sicherlich gibt es ja nur den Fachhandel, der meistens die breite Produktpalette abdecken möchte, aber der stirbt ja bekanntlicherweise langsam aber sicher aus. Und den letzten Punkt, den ich heute noch erwähnen möchte, ist auch ein bisschen ein spezieller. Das ist nämlich das, dass Tamiya von vielen Modellbauern als der beste Modellbauhersteller der Welt gepriesen wird. Und ja, ich weiß, auch bei mir ist der Hersteller auf Platz 1 meiner Top 5, aber ich habe nie behauptet, dass Tamiya die beste Firma ist, und es gibt nichts anderes. Aber jetzt speziell auf Ausstellungen sind mir schon so Sätze aufgefallen wie: es geht nichts über Tamiya oder der richtige Modellbauer baut nur Tamiya. Das sind jetzt nur 2 Beispiele, aber sowas schreckt natürlich ab, und es erinnert ein bisschen an Personen oder gewisse Leute, die nur Produkte mit dem angebissenen Apfel kaufen. Ja. Folglich möchten dann andere Leute nicht in solchen Kreisen verkehren oder sich auf so ein Niveau begeben und boykottieren dann solche Firmen. Und da ist halt auch so, wenn Leute sowas rauslassen, so quasi, du musst Tamiya kaufen, weil sonst bist du kein richtiger Modellbauer, dann wird sich ein anderer denken, ja, spinnt der, ich will jetzt Revell bauen oder Italieri oder sonst was. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Und das ist eigentlich dann kontraproduktiv. Und für mich ist sowas kompletter Kindergarten. Ja. Jeder Modellbauhersteller hat seine Stärken und Schwächen, so auch Tamiya. Ja, also die sind auch nicht perfekt. Jo, und jetzt seid ihr wieder am Zug. Jetzt würde es mich von euch wieder interessieren, was ist eure Meinung zu Tamiya? Baut ihr auch Kits von denen, oder ist es für euch eher so eine Snob-Firma, wo ihr euch denkt, na, das brauche ich nicht, ich bin ja nicht Tamiya. Schreibt es einfach in die Kommentare. Aber nicht bleiben, gell?
Und falls ich da jetzt kompletten Blödsinn erzählt habe, dann lasst mir das auch wissen. Einfach unten reinschreiben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ja, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Und wer keinen weiteren Teil verpassen möchte, dem empfehle ich das Abo abzuschließen und die Glocke zu aktivieren, weil immer mittwochs um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Und bis dahin, da wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbauen. Tschüss!